In den letzten Wochen wirkt der deutsche Nachrichtenmix ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite Kerzen, Stolpersteine und die Diskussion, ob der 9. November, Pogromnacht und Mauerfall in einem nicht doch ein offizieller Gedenktag werden sollte, damit wir nie wieder vergessen. Auf der anderen Seite Talkshows und Bundestagsreden, in denen darüber gestritten wird, wie man für die Ukraine einen gerechten und dauerhaften Frieden hinbekommt, ohne, wie manche sagen, in eine neue Form von Appeasement hineinzurutschen. Die Bundesregierung betont, ein Frieden dürfe keine bloße Atempause für den Aggressor werden, andere warnen vor einem endlosen Abnutzungskrieg. Parallel dazu verabschiedet das Kabinett ein neues Gedenkstättenkonzept für NS- und SED-Verbrechen. HistorikerInnen und AktivistInnen kritisieren Lücken, und rund um AfD, Rechtsextremismus und Brandmauer werden die Linien neu gezogen. Unternehmen kündigen Verbände, weil dort AfD-Leute eingeladen werden, während in Kommentarspalten Begriffe wie faschistisch, 1938 oder München oft schneller fallen, als jemand erklären kann, was genau damit gemeint ist. Und irgendwo zwischen all diesen Debatten hängt eine unangenehme Frage in der Luft. Verstehen wir eigentlich, wie das NS-System damals als Macht- und Risikomaschine funktioniert hat, oder benutzen wir Nazi nur noch als praktisches Etikett, während wir über heutige Kriege reden wie über Aktienkurse? Wäre jetzt nicht ein guter Moment, auszusteigen? Genau da setzt unser kleines Gedankenexperiment an. 2. Ein scheinbar off-topic-Schritt zurück ins Dritte Reich mit einer Frage, die selten im Mittelpunkt steht. In dieser Folge machen wir etwas, das erst einmal bewusst Abstand von der aktuellen Tagespolitik nimmt. Wir werden nicht sagen, X ist der neue Hitler oder Y ist das neue München, wir entscheiden heute auch nicht, wer in der Gegenwart halten oder reden sollte. Stattdessen drehen wir die Zeit zurück ins nationalsozialistische Deutschland und stellen eine Frage, die im normalen Geschichtsunterricht erstaunlich selten ernsthaft durchgespielt wird. Was wäre gewesen, wenn das NS-Regime am absoluten Hochpunkt seiner Macht versucht hätte, auszusteigen? Wenn du jemals Aktien gehandelt oder mit Kryptowährungen gezockt hast, kennst du die dazugehörige Bauchlogik. Du rechnest nicht wirklich damit, dass es ewig steigt oder dass du für immer hodeln kannst. Realistischer ist die Idee. Solange es hochgeht, bleibe ich drin, aber idealerweise verkaufe ich nicht am Tiefpunkt, sondern möglichst weit oben und nehme den Gewinn mit. Übertragen auf Geschichte heißt das: Gibt es für einen Aggressor einen Moment, an dem er wie ein besonders zynischer Investor am Top sagt: Bis hierhin und nicht weiter. Wir stoppen die Expansion, wir verhandeln, und wir sichern das, was wir haben, und machen daraus eine stabile Dauerordnung. Kurz gesagt: Kann ein Regime wie das Dritte Reich an seinem historischen All-Time-High überhaupt so etwas wie Ausstieg am Hochpunkt praktizieren? 3 Perspektivwechsel. Stell dir die Karte Ende 1941, Anfang 1942 vor. Wir alle kennen die spätere Geschichte: Stalingrad, Kursk, der schleichende, dann immer schnellere Machtverlust. Aber dreh die Zeit einmal zurück, an einen Moment, bevor dieser Wendepunkt sichtbar war, Ende 1941, Jahreswechsel 1941-42. Stell dir eine Karte auf dem Schreibtisch in Berlin vor. Große Teile Westeuropas unter Kontrolle, Nordeuropa dominiert, Mittel- und Osteuropa in verschiedenen Abstufungen von Besetzung und Abhängigkeit, der Balkan geschlagen oder zur Kooperation gezwungen. Im Inneren des Reiches funktionieren Repression und Propaganda wie eine gut geölte Maschine. Jetzt mach den Rollentausch. Du bist rein gedanklich Hitler, du sitzt in deinem Büro, schaust auf diese Karte und lässt einen extrem nüchternen Gedanken zu. Es reicht eigentlich. Wir haben den größten Brocken eingesammelt, der realistisch drin war. Alles, was jetzt noch kommt, wird exponentiell riskanter. Können wir hier stoppen, die Beute sichern und aus diesem Zustand eine langfristige, halbwegs stabile Ordnung bauen? Nach innen könntest du das als Vollendung der nationalen Wiedererhebung verkaufen, als Erfüllung eines historischen Auftrags. Nach außen könntest du testen, ob es möglich ist, auf dieser Basis irgendeine Form von vertraglicher Ordnung zu zimmern: Waffenstillstand, Anerkennung von Einflusssphären, Sicherheitsgarantien. Auf dem Papier klingt das sehr nach Ausstieg am Hochpunkt. Die Frage ist nur: Ist dieses „Wir steigen aus“ in dieser konkreten historischen Lage mehr als eine hübsche Theorie?
4. Erste Mauer Außenwelt. Du bist an diesem Punkt kein normaler Spieler mehr, sondern etwas, das andere nur noch besiegen wollen. Zuerst der Blick von außen. Ende 1941, Anfang 1942 ist der Krieg längst nicht mehr in der Phase, in der andere Mächte sich fragen, ob sie dich irgendwie einhegen können. Großbritannien liegt seit Jahren mit dir im Krieg, die Sowjetunion ist nach dem Überfall 1941 in das Lager der Hauptgegner gerutscht, die USA sind nach Pearl Harbor und den gegenseitigen Kriegserklärungen offiziell dabei. Immer mehr Staaten schließen sich dieser Koalition an. In diesem Setting bist du kein verhandlungsstarker Nachbarstaat, sondern ein Regime, das von den wichtigsten Gegenspielern öffentlich als existenzielle Bedrohung markiert wurde, als etwas, das nicht nur begrenzt, sondern beseitigt werden muss. Wenn du in diesem Moment plötzlich sagst: Wir hören hier auf. Wir behalten, was wir erobert haben, und ihr akzeptiert diesen Status quo. Stellt sich eine einfache, aber brutale Gegenfrage. Wer soll auf welcher Ebene zurückweichen, damit das funktioniert? Soll Großbritannien ernsthaft akzeptieren, dass der Kontinent dauerhaft unter einer NS-Dominanz stabilisiert wird? Sollen die USA ihre angelaufene Kriegswirtschaft zurückdrehen und ihren BürgerInnen erklären, dass dieses Regime jetzt als Tatsache hinzunehmen sei? Soll die Sowjetunion nach Millionen Toten und riesigen Gebietsverlusten sagen: Okay, dann frieren wir das halt ein? Das eigentliche Problem liegt also nicht darin, ob du bereit wärst zu stoppen, sondern darin, ob irgendjemand auf der Gegenseite bereit wäre, deine Gewinne in eine akzeptierte Ordnung zu übersetzen. Und je länger der Krieg läuft, desto klarer wird für die anderen: Deine bloße Weiterexistenz in der erreichten Form ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung. Dazu kommt eine inzwischen komplett zerstörte Vertrauensbilanz. Nach Jahren voller Vertragsbrüche, Überfälle und Eskalationen wird jede Pause von dir nicht als Ende, sondern als Manöver gelesen, als Atempause für den nächsten Schlag. Kurz: Für deine Gegner ist "Du stoppst am Hochpunkt" keine glaubwürdige Endstation, sondern eher ein Trick, den man nicht mehr kauft. Die zweite Mauer hat mit dem Rhythmus des Krieges zu tun. Bleiben wir bei Ende 1941, Anfang 1942. Deine Hauptgegner stehen fest: Großbritannien, die Sowjetunion, die USA plus eine wachsende Zahl von Verbündeten. Angenommen, du kündigst jetzt an. Keine neuen groß angelegten Offensiven mehr, wir verteidigen nur noch den Status quo. Wie liest die Gegenseite das? Nicht als großzügige Geste, sondern als Einladung, genau jetzt die eigenen Stärken auszuspielen. Großbritannien ist als Inselmacht perfekt dafür gebaut, dich über Seewege, Luftangriffe und Wirtschaftskrieg langsam auszubluten. Schon seit Kriegsbeginn setzt London auf Blockade, auf das Kappen von Rohstoffzufuhr, auf die Schwächung deiner Industrie über Bombardements. Je weniger du dich offensiv bewegst, desto besser kann Großbritannien genau darin effizient werden: Nachschub strangulieren, Produktionskapazitäten treffen, deine Kriegsmaschine auf Dauer unterernähren. Die Sowjetunion braucht in dieser Phase vor allem Zeit. Nach dem Schock des Überfalls 1941 beginnt Moskau, Industrie in den Osten zu verlegen, neue Verbände aufzustellen, Logistik und Führung umzuorganisieren. 1942 macht sich diese Neuaufstellung immer stärker bemerkbar. Eine von dir ausgerufene Pause wäre für die sowjetische Führung nichts anderes als ein Geschenk, ein Zeitraum, in dem aus einem schwer getroffenen, aber überlebensfähigen System wieder eine Armee wird, die Offensiven planen kann. Die USA sind der archetypische Gegner für einen langen Krieg der Fabriken. Sobald Washington beschließt, die Wirtschaft dauerhaft auf Kriegsproduktion umzustellen, laufen Flugzeuge, Schiffe, Panzer und Munition vom Band, wie es keine andere Macht in dieser Zeit leisten kann. Für eine solche Macht ist ein Stoppschild das perfekte Szenario: Du frierst die Front ein und die amerikanische Industrie macht Monat für Monat aus einem Gleichgewicht eine Überlegenheit. Mit anderen Worten: Für dich fühlt sich ein Stopp vielleicht an wie Gewinne sichern. Für deine Gegner ist es ein Signal: Ab jetzt spielen wir auf Zeit. Und Zeit arbeitet eher für uns als für dich. Historisch wissen wir: Sobald ein Krieg auf dieses Terrain rutscht, Seeverbindungen, Ressourcen, Industrie, Durchhaltefähigkeit, schrumpft der Vorteil eines Regimes wie des Dritten Reiches und wächst der von Großbritannien,
der Sowjetunion und den USA. Das vermeintliche Ausstieg-am-Top-Manöver wandelt sich also zu einem Hochrisikoszenario, in dem du den Rhythmus des Krieges freiwillig in das Spielfeld verschiebst, auf dem du schwächer bist. 1941-42 ist das NS-Regime in einer Struktur angekommen, die man sehr grob mit nur noch Gaspedal beschreiben kann. Ökonomisch hängt ein riesiger Teil der Produktion an der Kriegswirtschaft, Fabriken, Forschung, Infrastruktur, alles ist auf Rüstung, Besatzung und militärische Projekte ausgerichtet. Das ist keine normal diversifizierte Volkswirtschaft mehr, sondern ein System, das seine Daseinsberechtigung aus permanenter Expansion zieht. Finanziell bedeutet das Dauerdruck, permanente Rüstung, Besatzungsverwaltung, Umrüstung und Propagandakosten. Solange du neue Gebiete plünderst, kannst du Löcher flicken und Engpässe kaschieren. Sobald du Stopp sagst, tauchen Rechnungen auf, die du bisher in die Zukunft geschoben hast, ohne offensichtliche neue Einnahmequelle. Politisch basiert deine Macht auf einer Erzählung von unaufhaltsamem Vormarsch, von historischer Mission und von „Wir schreiben die Regeln neu“. Propaganda, Loyalitäten und Karrieren sind um diese Erzählung herum gebaut. Ein echter Stopp wäre also nicht nur eine strategische, sondern eine narrative Krise. Wie erklärst du Partei, Funktionseliten und Gesellschaft, dass der angeblich historische Auftrag plötzlich an einer willkürlichen Linie endet? Dazu kommt: Die angebliche Beute aus den besetzten Gebieten ist kein stabiles Fundament für ein friedliches Dauersetup. Besatzung frisst Ressourcen. Truppen, Verwaltung, Polizei, Geheimdienste, Infrastruktur zum Kontrollieren und Unterdrücken, all das kostet. Gleichzeitig gibt es Widerstand, Sabotage, Schwarzmarkt, passive Verweigerung. Die Vorstellung, man könne die besetzten Regionen einfach in eine stabile, verlässliche Produktionsperipherie verwandeln, ignoriert all diese Reibungsverluste. Für jemanden wie Hitler heißt ein echter Stopp deshalb: Nach außen bleibst du das Problem, das andere beseitigen wollen. Nach innen bist du plötzlich gezwungen, all die strukturellen Krisen anzuschauen, die du bisher mit noch eine Offensive, noch ein Sieg, noch ein Stück Land zugedeckt hast. Kurz: Die Maschine ist so gebaut, dass sie formal vom Gas gehen könnte, aber alle zentralen Teile sind darauf trainiert, Beschleunigung als einzige Antwort zu kennen. 7 Zwischenfazit: Am Hochpunkt aussteigen klingt clever, ist hier aber fast nicht machbar. Wenn man all das zusammennimmt und unser Gedankenexperiment ernsthaft mit dem konkreten Zeitpunkt Ende 1941, Anfang 1942 verbindet, landet man bei einem ernüchternden Ergebnis. Nicht weil früheres Stoppen moralisch falsch oder richtig wäre, sondern weil die Struktur dagegen arbeitet. Am Ende bleibt ein Fazit, das wenig romantisch, aber umso näher an der Realität ist. Das Szenario „Wir steigen am absoluten Hochpunkt elegant aus“ klingt auf dem Papier clever, besonders in Online-Diskussionen oder bei Leuten, die das Regime im Nachhinein verklären wollen. In der damaligen Konstellation war es aber kaum mehr als eine Fantasie. Wer zu diesem Zeitpunkt von vernünftigem Stopp redet, unterschätzt, wie viele Stellschrauben schon festgerostet waren. Aber damit ist die eigentliche, noch unangenehmere Frage erst eröffnet und sie liegt ein Stück früher auf der Zeitachse. Was wäre gewesen, wenn das Regime viel früher versucht hätte, nicht den letzten Cent aus dem Trade zu quetschen? Zum Beispiel nach dem Anschluss Österreichs aufzuhören, nach der Sudetenkrise zu bremsen oder spätestens nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei zu sagen, das war's. In diesen Phasen war die internationale Stimmung noch nicht komplett gekippt, viele Regierungen versuchten immer noch, einen Flächenbrand zu verhindern. Die innere Struktur des Regimes war noch nicht so tief in eine totale Kriegswirtschaft einbetoniert. Hätte ein Stopp in diesen Momenten die Möglichkeit eröffnet, einen gefährlichen, aber stabileren Zustand einzufrieren? Oder war die Maschine von Anfang an so gebaut, dass sie nach dem ersten großen Erfolg gar nicht mehr wirklich bremsen konnte, egal wie vernünftig es von außen gewirkt hätte? Das ist die Sorte Frage, die wehtut, weil sie nicht nur die Deutschen damals betrifft, sondern jede Machtmaschine, die sich Step by Step an immer größere Risiken gewöhnt. Und genau dort setzt die nächste Runde unseres Gedankenexperiments an.